Das hier soll der nachhaltigste Sneaker der Welt sein. Willkommen in Indien. Wir sind hier mit Mela unterwegs und schauen uns an, was es braucht, damit dieser Sneaker hier zum nachhaltigsten Sneaker der Welt wird. Komm mit! Die großen konventionellen Brands bringen jeden Monat neue Sneaker-Modelle raus, aber noch niemand ist darauf gekommen, wirklich mal einen nachhaltigen Sneaker komplett durchzuziehen. Die große Frage überhaupt ist, was macht eigentlich einen Sneaker nachhaltig und warum macht das nicht jeder? Als wir unsere Mela-Sneakers entwickelt haben, haben wir uns natürlich zuerst angeschaut, was gibt es für Sneakers am Markt. Wir haben festgestellt, viele Sneakers sind aus sehr, sehr vielen gemischten Materialien gemacht. Und da haben wir uns die Frage gestellt, kann das wirklich nachhaltig sein oder was macht ein Sneaker eigentlich nachhaltig? Und für uns war klar, ein Sneaker ist dann besonders nachhaltig, wenn er ein reduziertes Design hat, wenn er wieder auseinander gebracht werden kann, die Materialien, die wir zusammenbringen, und wenn alle Materialien, die wir verwenden, wirklich auch in einem biologischen Kreislauf landen können oder zu 100% wiederverwertet können, ohne dass Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Und wenn wir uns unseren Sneaker anschauen, stellen wir fest, dass im Gegensatz zu anderen Herstellern unsere Sohle aus einem Bio-Naturkautschuk hergestellt ist. Die Sohle von konventionellen Sneakern wird meistens aus synthetischen Stoffen wie Erdöl hergestellt. Wo wir jetzt hier gerade sind, das ist eine Kautschukplantage und Kautschuk ist ein natürlicher Rohstoff. Dabei wird die Rinde von den Bäumen so angeschnitten, dass der weiße Kautschuk langsam in ein Gefäß läuft und später eingesammelt wird und weiterverarbeitet wird, wie zum Beispiel zu Sohlen wie bei Mela. Für uns ist besonders wichtig, dass der Abrieb von unseren Sneakers so passiert, dass das, was übrig bleibt, keinen Schaden an der Umwelt verursacht. Viele Schuhe, viele Sneakers haben Sohlen, die aus Materialien hergestellt sind, die eigentlich aus einem Kunststoff sind, der schädlich und giftig ist für die Umwelt. Und wenn man sich überlegt, dass bei so einem Schuh im Laufe des Jahres ca. 100 Gramm Abrieb entstehen, dann kann man das schnell hochmultiplizieren, wie viel in der Umwelt letzten Endes übrig bleibt an Schadstoffen. Und das wollten wir von Anfang an vermeiden. Fakt ist aber auch, dass Textilproduktion ein unheimlich komplexer Prozess ist. Deswegen hat Mela versucht, seinen Sneaker so minimal wie möglich zu gestalten und wirklich nur die Essentials zu verwenden. Das Besondere bei den Mela-Sneakers ist, dass der Turnschuh oder der Schuh als solches aus nur 24 Komponenten hergestellt wird. Das heißt, wir verzichten auf gut die Hälfte, die normal in einem Turnschuh drin sind. Normal haben wir um die 50 Komponenten. Und was besonders nachhaltig ist bei den Mela-Sneakers ist, dass sie sowohl Fairtrade Cotton als auch GOTS zertifiziert sind. Das bedeutet, dass alle Komponenten nach dem Global Organic Textile Standard, das ist das Biosiegel für Textilien, durchzertifiziert und analysiert wurden und somit frei von toxologischen Grenzwerten sind. Und darüber hinaus produzieren wir den Schuh in einer Lieferkette, die komplett nach dem Fairtrade Cotton Standard arbeitet. Das heißt, die Baumwolle ist von Fairtrade Bio-Baumwollbauern gesourced. Das heißt, wir zahlen einen festen Abnahmepreis und eine Prämie und stellen sicher, dass in der gesamten Lieferkette die Arbeitsprozesse so ablaufen, dass sie gesund für Mensch und Umwelt sind und die Leute unter guten Bedingungen arbeiten können. Eine der wichtigsten Fragen für jedes Unternehmen, das irgendwo im Ausland produzieren möchte, ist, mit welchen Partner vor Ort arbeite ich überhaupt? Wir haben uns auf die Suche gemacht nach Produzenten, die wir ganz genau analysiert haben, besucht haben und letzten Endes auch dann eine langfristige Beziehung aufgebaut haben. Unsere Produzenten sind Firmen, die eine gewisse Größenordnung schon überschritten haben. Produzenten, wo wir von unserer Produktionsmenge noch hineinwachsen können. Produzenten mit Einfluss und einem guten Netzwerk in Indien, denn wir brauchen vertrauenswürdige Partner und wir brauchen auch Partner, die unsere Vision und unsere Innovation teilen und auch unterstützen, die gemeinsam mit uns Produkte weiterentwickeln und das Thema vorantreiben, die quasi gemeinsam mit Melaware Produkte, Materialien identifizieren und auf ein nächstes Level heben. Die Produzenten, mit denen Mela hier in Indien zusammenarbeitet, sind auf jeden Fall außergewöhnlich. Die Arbeitsstandards in den Fabriken sind sehr, sehr hoch und sie arbeiten allem auch mit einem gewissen Anteil von Bio-Baumwolle. Wie hoch dieser Anteil jedoch ist, das entscheiden die Brands. Je mehr es die Nachfrage gibt, desto mehr passen sich die Produzenten dieser Nachfrage auch an. There is a challenge on capacities of huge process houses and mills who cannot be fed enough
buy only sustainable products. Wir sind bei Marel Overseas und das, was ihr hinter mir seht, ist Halle 9. Das ist der Lagerort für die Bio-Baumwolle. Ihr seht, wie viel Baumwolle es hier gibt und ich zeige euch mal, was Mela macht. Und zwar, das ist der Stack für Mela. Das ist die Fairtrade Bio-Baumwolle, also es ist nochmal ein Schritt oben drüber. Und um das in Verhältnis zu setzen, es gibt hier 9 Hallen, 8 Hallen mit konventioneller Baumwolle. Hier ist die Bio-Baumwolle und Mela. So the main requirement I think is more awareness, because if people are aware and they know that this is a true sustainable product, they have a guarantee that yes, the supply chain is sustainable, these are the practices followed, then people will buy sustainable products and this will initiate the demand and this will fill those capacities and this is how the scale will go up. Für mich ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie komplex und vielseitig die Textilindustrie ist, wie viele Menschen letzten Endes dort beschäftigt sind, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen, und das ist das, was wir klassisch im Kopf haben, das Bild des Nähers, ist nur ein Bereich von der gesamten Lieferkette, die unseren Turnschuh ausmacht. Aber nichtsdestotrotz ist für mich immer wieder klar zu erkennen, dass wir noch eine Ausnahme bilden und dass viel, viel mehr Unternehmen eigentlich in die Richtung gehen müssten oder viel, viel mehr Konsumenten sich für das Thema Nachhaltigkeit, Fairtrade und Bio interessieren sollten, damit wirklich ein Wandel stattfindet. Mela ist dabei noch ein sehr, sehr junges Unternehmen. Das heißt, Mela hat auf jeden Fall noch viel vor. Der CEO Henning sagt ganz klar, er will in den Massenmarkt, weil nur dort kann man wirklich was verändern. Und das haben wir hier vor Ort auch oft gehört. Je höher die Stückzahlen bei den Produzenten sind, desto mehr orientieren sich die Produzenten auch nach den Wünschen der jeweiligen Brands. Melawear hat auf jeden Fall ein klares Ziel. Wir wollen ein Pionier sein, wir wollen ein Leuchtturm sein, wir wollen zeigen, was möglich ist mit nachhaltigen Produkten, mit nachhaltiger Produktion und einfach auch Grenzen überwinden, wo es heute heißt, dass es nicht funktioniert, dass es nicht möglich ist, dass es zu teuer ist oder dass es nicht am Markt ankommen kann. Und unser Ziel ist es tatsächlich, einfach andere Unternehmen zu inspirieren, auch in die Richtung hin zu arbeiten und Konsumentinnen und Konsumenten zu überzeugen, unsere Produkte zu kaufen, wenn sie wirklich brauchen, und am Ende auch erfolgreich zu sein am Markt und wirklich einen neuen Standard zu setzen.